Dann kommen wir zum nächsten Teil unseres Vortrags, der sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Da der Schutz von Informationen auch im Bereich KI von großer Bedeutung ist, werden wir das Thema kurz anreißen. Nächste Folie, bitte. Was ganz wichtig ist in diesem Bereich, ist Unterschied zwischen den vertraulichen Informationen. Solche Informationen sind solche, die nicht die nicht der Öffentlichkeit, sondern nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich sind. Diese Informationen müssen von unberechtigtem Zugriff geschützt werden, um die Privatsphäre oder Sicherheit einer Person oder auch einer Organisation zu gewährleisten. Dazu gehören Geschäftsinformationen, die zum IP-Rechte gehören, sowie als geheim eingestufte Informationen. Der Umgang mit vertraulichen Informationen wird durch die Gesetzgebung, wie zum Beispiel Verwaltungsverfahrensgesetz oder ISO-Normen, wie zum Beispiel ISO 27001 zur Informationssicherheit, auch das BSI-IT Grundschutzkompendium oder auch interne Richtlinie von den Hochschulen geregelt. Im Datenschutz gibt es zwei Kategorien personenbezogene Daten, wie wir auf der Folie sehen. Einerseits die besonderen Kategorien, ähm, die werden auch oft als sensible Daten bezeichnet und andererseits die normalen personenbezogenen Daten, also nicht sensible. Für sensible personenbezogene Daten gelten strengere Vorschriften, da ihre Verarbeitung hohe oder sehr hohe Risiken für die betroffenen Personen mit sich bringen kann. Daten, die nicht sensibel sind, aber dennoch personenbezogen sind, beziehen sich auf eine identifizierte oder auch identifizierbare natürliche Person. Dazu zählen beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Matrikelnummer, IP-Adresse, Kfz-Kennzeichen und weiter. Die Beispiele können wir auf der Folie sehen, genauso wie die Rechtsgrundlagen dafür. Die nächste Folie bitte. Wir werden am Beispiel eines Berufungsverfahrens für eine neue Professur betrachten, welche Schnittstellen zwischen den Anforderungen der KI-Verordnung und der DSGVO bestehen und was dabei zu beachten ist. Im Fall eines Berufungsverfahrens analysieren KI-Systeme Lebensläufe, Publikationen oder Gutachten, um Kandidatinnen zu bewerten. Und hier greifen die zentrale Regelungen der DSGVO. Ähm, Automatisierte Entscheidungen. Gemäß Artikel 22 der DSGVO sind solche automatisierte Entscheidungen grundsätzlich verboten. Ähm, Solche Entscheidungen berühren ausschließlich die automatisierte Verarbeitung und rechtliche oder ähnliche Fragen, wie zum Beispiel Ablehnung im Berufungsverfahren. Eine Ausnahme hier besteht, wenn die Entscheidung für einen Vertrag notwendig ist oder die betroffene Person ausdrücklich zugestimmt hat zu dieser automatisierten Einzelentscheidung. Beispiel hier, KI filtert Bewerbungen basierend auf Zitationsmetriken. Und ohne menschliche Überprüfung verstoßt das gegen diese Datenschutzregeln. Profiling ist auch ein heißes Thema, also die automatisierte Analyse persönlicher Merkmale zur Vorhersage von Leistungen oder Eignung, und die sind nur zulässig, wenn eine klare Rechtsgrundlage besteht. Risiko hier, KI könnte indirekt diskriminierende Kriterien anwenden, zum Beispiel Benachteiligung von Forschungsthemen mit geringen Zitationsraten. Im Kontext von Berufungsverfahren könnte KI beispielsweise zur Vorauswahl von Bewerbenden oder zur Analyse von Publikationsleistungen eingesetzt werden. Hierbei ist Folgendes zu beachten: die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Es muss eine klare Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Bewerbenden
durch KI-Systeme festgelegt werden. Transparenz. Bewerbenden müssen über den Einsatz von KI im Auswahlprozess informiert werden. Zweckbindung. Die Daten dürfen nur für den festgelegten Zweck verwendet werden und nur für diesen Zweck. Datenminimierung. Es dürfen nur für den Auswahlprozess notwendige Daten verarbeitet werden. Zum Beispiel, es dürfen keine Analyse privater Social Media Profiles durchgeführt werden. Richtigkeit der verarbeiteten Daten ist auch ein wichtiger Aspekt. Das heißt, regelmäßige Überprüfungen der KI-Ergebnisse auf Fairness und Nichtdiskriminierung müssen stattfinden. Speicherbegrenzung. Daten sind nach Abschluss des Verfahrens zu löschen. Nachvollziehbarkeit. Die KI-Systeme im Hochrisiko, vor allem im Hochrisikobereich, müssen dokumentiert und überprüfbar sein. Bei Ablehnung muss die Universität eine nachvollziehbar individuelle Begründung liefern. KI-Empfehlungen allein reichen nicht aus. Es muss eine menschliche Kontrolle folgen. Das heißt, keine KI-Entscheidung ohne Aufsicht. Jede KI-Entscheidung muss von einem verantwortlichen Sachbearbeitenden überprüft und bestätigt werden. Und Bewerbende müssen die Möglichkeit haben, eine KI-gestützte Entscheidung anzufechten und eine menschliche Neubewertung zu verlangen. Hier würde ich zwei Praxisbeispiele auch nennen. Der erste Fall ist, eine KI priorisiert Bewerbende, die von Top-Universitäten kommen und die anderen Universitäten kommen gar nicht in die nähere Auswahl. Das ist dann Verstoß gegen faire Verarbeitung von Daten. Und das zweite Beispiel ist, eine Universität nutzt eine KI, die auf historischen Daten trainiert ist und diese enthalten überwiegend männliche Professoren. Und die KI benachteiligt dann die weiblichen Kandidatinnen. Hier besteht dann ein Bias-Risiko. Die Tabelle auf der Folie dient als eine Übersicht von Schnittstellen zwischen den Anforderungen der KI-Verordnung und der DSGVO. Und wie wir schon gesagt haben, die Folien bekommen Sie dann am Ende von der Veranstaltung über unsere Webseite. Und wir hoffen, dass diese Informationen dann hilfreich für Sie sind. Und wir kommen zur nächsten Folie. Beziehungsweise, welche Schlussfolgerungen können wir aus diesem Beispiel vom Berufungsverfahren ziehen? Wir würden jetzt die kurz zusammenfassen. KI sollte als Werkzeug und nicht als Richter betrachtet werden. KI kann Berufungsverfahren unterstützen, jedoch nur unter strengen Rahmenbedingungen. Die DSGVO-konforme Umsetzung erfordert die strikte Einhaltung der Datenschutzgrundsätze, einschließlich Transparenz und menschliche Kontrolle. Und die KI-Verordnung fungiert dabei als Kompass. Hochrisiko-KI-Systeme müssen ein effektives Risikomanagement durchlaufen. Ethik muss vor Effizienz stehen. Hochschulen müssen sicherstellen, dass KI nicht über Menschenteams entscheidet, sondern sie entlastet, ohne dabei die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu gefährden. In Bezug auf Verantwortlichkeiten und Datenschutzmanagement sind Universitäten als Verantwortliche im Sinne der DSGVO verpflichtet, Folgendes zu tun. Und das ist ein kurzer Überblick auf der Folie. Die rechtliche Regelungen. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten genauso wie Datenschutzgrundsätze sollen streng eingesetzt werden. KI-Spezifik. Die Entwicklung transparenter Richtlinien für den Einsatz von KI ist von großer Bedeutung. Das kann in einer Form von KI-Nutzungsrichtlinie erfolgen, die intern verwendet werden. Auch die Erstellung eines KI-Registers, darüber haben wir heute schon kurz geredet, kann sehr hilfreich sein. Ähm, Der nächste Punkt ist Drittlandtransfer von personenbezogenen Daten. Ein sehr aktuelles Beispiel stellt das chinesische KI-Unternehmen DeepSeek dar. Die Datenschutzbehörden mehrerer Bundesländer in Deutschland haben inzwischen koordinierte Prüfverfahren gegen DeepSeek eingeleitet.
von 17., ich glaube, das Verfahren haben sie am 17. Februar dieses Jahres angefangen. Also hoffentlich in den nächsten Monaten bekommen wir eine gute und umfangreiche Konformitätsbewertung von Landesdatenschutzbeauftragten. Etwas anderes gestaltet sich die Lage bei Datentransfers in die USA, wie zum Beispiel für ChatGPT, mit dem im Jahr 2023 in Kraft getretenen EU-US Data Privacy Framework liegt derzeit ein Angemessenheitsbeschluss vor und auf dieser Grundlage sind die Datenübermittlungen an zertifizierte US-Unternehmen können rechtmäßig erfolgen. Datenschutz und Grundrechtefolgenabschätzung, das sind diese acht komischen Buchstaben, DSGVA und GRFA. Datenschutzfolgenabschätzungen durchzuführen, ist auch ein wesentlicher Teil. Und es ist dann zu machen, wenn der Einsatz von KI ein hohes Risiko für die Rechte und auch Freiheiten der betroffenen Personen darstellt. Wurde schon eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt, so wird diese durch die Grundrechtefolgenabschätzung ergänzt gemäß KI-Verordnung. Auch ein wichtiger Aspekt hier ist die Benennung eines KI-Beauftragten. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt mittlerweile sehr viele Zertifizierungen wie von TÜV oder DEKRA, die auch solche Qualifikationen anbieten. Was für die Hochschulen wichtig ist, ist einfach die klare Verantwortlichkeiten für den Einsatz von KI-Systemen festzulegen. Und Datenschutzbeauftragte sollen dabei in den Prozess eingebunden werden und die Zusammenarbeit wird dann weiterhelfen mit der Umsetzung von KI-Verordnung. Die Integration der verwendeten KI-Systeme soll auch in der Datenschutzdokumentation eingepflegt sein, wie zum Beispiel Auftragsverarbeitungsverträge, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, DSFAs, Löschkonzepte und so weiter. Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der eingesetzten KI-Systeme und der Rechtmäßigkeit und auch Zweck der Verarbeitung soll kontinuierlich geprüft werden und abgedatet. Und hier können wir sagen, dass die Integration von KI bietet Chancen zur Effizienzsteigerung, erfordert aber eine sorgfältige Abwägung datenschutzrechtlicher und auch ethischer Aspekte. Und vielleicht letzter Gedanke hier, wie können wir automatisieren, ohne die Menschen zu entmündigen? Und die Antwort liegt natürlich in der Balance zwischen Innovation und dem Schutz der menschlichen Würden und Rechte. Dankeschön.